Hallo meine Freunde, ich bin Sevenaik. Willkommen zu Sherlock Holmes Crimes&Punishment. Ihr erlebt hier eine Aufzeichnung aus meinem Livestream, aufgeteilt in 20 Minuten Episoden. Wenn ihr bei einer Live-Aufzeichnung dabei sein wollt, findet ihr mich unter www.twitch.tv/Sevenaik. Ich wünsche euch viel Spaß bei folgendem Video. Ich glaube, wir wollten rausfahren nach Sussex. Wenn ich mich recht erinnere, der Bahnhof bei Nacht. Ja genau, das Rätsel auf den Gleisen. Sehr gut. Das haben wir beim letzten Mal gelöst. Ach ja, wir erinnern uns am Abschluss des letzten Streams zu Sherlock Holmes. War unser Bruder da, Mycroft, der ja für die britische Regierung arbeitet. Wir haben Post bekommen. Band. Er schreibt uns. Ich bin also auf jeden Fall in ruhig. Als ob ich zu tilten wäre. Oder jemanden tilten würde außerhalb von Videospielen. So, kein Entkommen vor Londoner Polizei. Ja, was ist passiert? Die Beweise, die Scotland Yard erhalten hat, waren mehr als ausreichend. Ein gefährlicher Verbrecher. Ja. Und wie üblich zu der Zeit Todesurteil. Traurig, aber wahr. Da sind wir jetzt schon einen Schritt weiter. Das ist schön. Was haben wir noch? My archive. I can always consult with it, if needed. Genau, unser Archiv. Aber wir wollten ja aufbrechen. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Und, jo, eine Woche später, das Rätsel auf den Gleisen. Jetzt kann es dann auch losgehen. Wir sind gespannt. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. Archivkoffer habe ich auch immer dabei. Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Sehr früh am nächsten Morgen. Ah, das gefällt mir gar nicht. Hat hier jemand einen Zug gestohlen? Das ist die andere Art und Weise von Eisenbahnraub. Sind wir mal gespannt. Kenn ich die Geschichte? Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Jemand hat unseren Zug gestohlen. So. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Das ist auf jeden Fall unser Pony Express, die Kutsche. Wenn wir da hin... Ah gut, da können wir irgendwo hinfahren. Das ist schon mal schön. Und wir schauen uns am Bahnhof um. Nietschim. Was haben wir denn hier? Okay. Ich muss gucken, wie ich nächste Woche Zeit habe. Mit Stream und sonst noch was. Ich habe mir jetzt eigentlich, nachdem ich hier durch bin, durch den guten Sherlock, endlich vorgenommen, das Foxtail Adventure anzugehen. Das ist auch noch auf der Liste.
So, Train Service. Türöffner. First of all, let us examine the area where the train disappeared. Okay, also, wir schauen mal, wo der Zug verschwunden ist. Das steht auch auf der Liste. Ich habe gerade so ein bisschen eine produktive wie sagt man das, produktiv, eine etwas zeitbefreite Phase mal wieder. Sprich, keine Zeit für gar nichts. Und jetzt das F. Mein Vorstellungstalent. Also wir stellen uns vor, wie ein Zug daherkommt und dann verschwindet. This is the place where we saw the train vanish last night. Okay, Details. Eisenbahn. Railway sleepers. Nothing unusual. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. Okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result Der Post wird is schwer. also Jetzt a ist aber result. uiuiui. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Okay, also wir brauchen eine Eisenbahnkarte. Ach, da finden wir schon irgendwie eine Möglichkeit. Nein, was ich sage. Okay. Auch da finden wir eine Möglichkeit. Ich habe jetzt momentan so produktionsmäßig das Thema, dass mir die Zeit fehlt, wirklich Videos aufzunehmen. Hab jetzt ja, das hast du vielleicht gesehen, zu Layers of 4 einfach die Stream-Aufzeichnung genommen und mal hochgeladen. Wenn ich es schon durchgespielt habe, kann man es auch entsprechend auf dem YouTube-Kanal präsentieren. Und der Stationsvorsteher, der hat auch eine Karte, hat er gesagt. Wir brauchen eine Karte. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you were Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Okay, wie klaut meinen Zug? Das versuchen wir rauszufinden. Was wissen wir über ihn? Wir haben einen genauen Eindruck von der Nase. Oh, hier finden wir nichts. Graue Haare, ist schon lang dabei. Was sehen wir noch? Ein Stecker. Ehrenbahnhofsvorsteher. Was ist ein Ehrenbahnhofsvorsteher? Macht das schon lange oder was? Ja. Eckige Ärmel. Erdspuren. Ehering. Charakteranalyse abgeschlossen. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Okay, I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. Er wirkt jetzt nicht wie jemand, der einen ganzen Zug stehlen würde.
Er wirkt eher wie jemand, dem ein Zug gestohlen wurde. Aber gut. Also, nicht, dass ich schon mal jemanden gesehen hätte, dem ein Zug gestohlen wurde, aber... Karte? Wo ist die Karte? Hier ist eine Karte. Er hat gesagt, hier im Wartesaal ist eine angepinnt. Hä? Das ist der Ticketverkauf, natürlich. In die Waiting Hall. Left Luggage. Ne, das ist die Poststation. London South West Railway. Dürfte fallen. Wo ist denn der Bahn? Waiting Hall. Einfach nach dem Schild gehen, das hilft manchmal. Das hier scheint eine Karte zu sein. This map will be useful. Und London nach Nottingham. Die nehmen wir einfach mal mit. Momentan sind wir in F. Da ist ein Steinbruch. Wald. Und... Ich meine, ich könnte natürlich hier mit dem Zug runter und den dann in den Steinbruch verschwinden lassen. Das ist natürlich wieder spannend. Der Erdspuren auf seinem Ärmel offenbaren Gartenarbeit. Noch ein Gärtner. Der Gärtner war es beim ersten Mal. Nee, er war es nicht. Der Harpunier war es. Also gut, haben wir noch. Sieht auf jeden Fall schick hier aus. Nächster halt, sein Büro. Das war hier gesagt. Okay, das ist... Ach doch, das ist eine Werkstatt. Gerümpel. Auch nett. An old locomotive bell. Kann er sich ja fast einen neuen... This part is probably from a locomotive. Kann er sich ja fast einen neuen This Zug bauen. place serves as a storage area for the station. This part is probably from a locomotive. Ja, das wäre doch die Lösung, oder? Wir bauen einfach eine neue Lokomotive. Na, ist hier nicht genug, aber wir bauen einfach eine neue Lokomotive und sagen, wir haben den Zug nicht verloren. Dann wollen wir in sein kleines Bahnhofsvorsteherbüro. Das hinterm Ticketschalter. Und ja, genau. Ja. Und da ist ein Telegraph. A telegraph. Das, falls wir London brauchen. Hier Telegramm. Message to all stations. Mr. Robinson is located at Bridlington Station. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Wer ist Mr. Robinson? Hier ist die Zugzusammenstellung. LNR 324. Eine Lokomotive, 2 Postwagen und 2 Personenwagen. Whole car, first class, postal, special wagon. Special wagon ordered by Mr. Robinson. Okay. Also wir haben nur einen Postwagen und einen Güterwagen. Here is the train set. Also, ich gehe fast davon aus, jemand hat diesen Special-Wagen von Mr. Robinson klauen wollen. Oder ist was in der Post gewesen. Und was ist mit den Passagieren? Okay, jetzt brauchen wir Mr. Robinson. Und... Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Wo ist Mr. Robinson? Weißt du das? Was weiß er darüber? Genau, der Sonderwagen. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever.
Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. Okay. Also in Bridlington, wo Mr. Robinson war, hat sich der Zug eine Verspätung eingehandelt. You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Okay, also da hat jemand eine Verspätung. Entweder hat sich mal verspätet oder ja, jemand hat eben das provoziert. Und der Zug ist von Bridlington nach Evesham gefahren und hier verschwunden. Okay. Jetzt ist die Frage, was Probleme mit Fahrgästen sind. Finden wir es raus. Vielleicht weiß es der Bahnhofsvorsteher doch. Auf nach Bridlington. Schick. Wir haben sogar ein Gasthaus. Und die Möglichkeit zum Wenden für die Kutsche. Das ist ja cool. Oh, Left Luggage. Wollen wir erstmal nicht hin. Notice können wir nicht gucken. Gucken mal nach dem Stationsvorsteher. Wieder Wer sind Sie? Wütender Fahrgast. Das klingt nach dem Mann, den wir suchen. Hier, Mr. Robinson. Aha, den suchen wir besonders. Mr. Robinson, was wissen Sie? Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Es sieht ein bisschen aus wie John Goodman. Australischer Hut. Die Jungs Australien. Dicker Hut. Fällt mir. Eure Kleidung. Roko-Lederschuhe. Au. Geht heute nicht mehr. Siegelring. Schwerer Goldring. Reicher Mann. Mr. Robinson. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Ah. High-tech. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in. And yet,
I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Gab's noch andere Fahrgäste? Wäre eine interessante Frage. Also, da ist jemand. Gab eine wertvolle Fracht. Er ist mit der wertvollen Fracht gefahren, ist aber dann ausgestiegen, dann ist der Zug ohne ihn weiter. Was ist mit dem wütenden Fahrgast? This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Arbeitskleidung, jo, das kenne ich auch. Billige Fahrkarte, na gut. Hering, ja, haben wir. Und graue Haut. Arbeiter halt. So, was ist los? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Aha. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean Company. Das ist ja interessant. Also. Wir wissen, dass die aus Chile drinnen blieben. Das war sicherlich kein Zufall. Das glaube ich nicht. An dieser Stelle endet nun unser Video. Haltet die Spannung, denn in der nächsten Folge geht es direkt an selber Stelle weiter. Wir sehen uns dort dann hoffentlich auch wieder. Tschüss, bis dann.